Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch. Mensch in jedem, im höchsten Sinn. Weil er von der Welt sich abschloss, nannten sie ihn feindselig. Und weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefühllos. Als Beethoven am 26. März 1827 in Wien starb, wurde der große Komponist von vielen Leiden erlöst, vor allem aber von seiner Taubheit. Einige seiner berühmtesten Werke, unter anderem die Missa Solemnis und die 9. Sinfonie, hat er selbst nie gehört. Er hinterließ der Welt ein musikalisches Erbe, das bis in die Ewigkeit Gültigkeit haben wird. Und so schrieb er im Heiligenstädter Testament: Lebt wohl und vergesst mich nicht ganz im Tode. Ich habe es um euch verdient, indem ich in meinem Leben oft an euch gedacht, euch glücklich zu machen. So seid es. Gleich nach Beethovens Tod wurde von seinen Freunden eine Einladungskarte zu seinem Begräbnis verteilt. Und es geschah etwas noch nie Dagewesenes. Mehr als 20.000 Menschen begleiteten seinen Sarg zur Einsegnung in die Dreifaltigkeitskirche. Und das Militär stand Spalier. Beethoven hinterließ der Welt aber noch ein Erbe, nämlich 40 Skizzen für eine 10. Sinfonie, die nun, rund 200 Jahre später, zum Leben erweckt werden sollte. Wir haben etwas Besonderes gesucht, etwas, das sich abhebt von all den anderen tollen Konzepten, mit denen Bonns größter Sohn gefeiert werden würde. Künstliche Intelligenz spielt bei der Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Wir haben uns gefragt, was kann in der KI, in der Kunst, in der Musik die künstliche Intelligenz schon heute? Die Vollendung von Beethovens 10. Symphonie ist ein Experiment. Wir wollen zeigen, wie die Zusammenarbeit von menschlicher und künstlicher Intelligenz unsere Vorstellungskraft beflügeln kann. Unsere Herausforderung war ja eine ganz spezifische. Eine Skizze von Beethoven nehmen oder 40 Skizzen von Beethoven nehmen, die einlesen und weiterführen. Und sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Bei der Zusammenstellung des Teams ist eigentlich die größte Herausforderung gewesen, du musst die Experten in ihrem Bereich finden, die Besten, die es gibt, aber die müssen auch miteinander kommunizieren können. Das heißt, ich kann einen Computerwissenschaftler mit einem Musiker zusammen an einen Tisch setzen, die verstehen aber erstmal gar nicht, wovon der jeweils andere redet. Wer ist im Team? Natürlich ganz wichtig, jemand, der im Bereich der kreativen künstlichen Intelligenz ein ausgewiesener Experte ist. Jemand, der alle Algorithmen, die es da draußen gibt, alle Netzwerkkonfigurationen, das alles in- und auswendig kennt und selber kreativ ist. Und mit Ahmet Elgamal hatten wir einen idealen Kandidaten. Und dann war die Herausforderung die, wir wussten, dass wir jemanden brauchen, der als Komponist auch tätig ist, der mit dem vielen Material, was die KI produziert, dann eine Auswahl trifft. Und jetzt war es wichtig, dass wir noch eine Figur in der Mitte haben, nämlich Mark Gotham, der als Musikinformatiker sowohl die Musiktheorie kennt, als auch die informatische Seite und ein bisschen wie so eine Brücke zwischen den beiden fungierte. Dann war es uns noch extrem wichtig, dass wir Experten haben wie Robert Levin,
der sein ganzes Leben lang darauf verwendet hat, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Kompositionsstil, wie bei Mozart. Und wie kann ich im Stil von Mozart eigentlich improvisieren oder seine Werke zu Ende führen. Also wir hatten einen Experten in diesem Bereich der Komplettierung von Musik und Experten vom Beethoven-Haus, die uns Einblick gegeben haben in die Skizzen. Und so entsteht eigentlich ein Team aus Musikwissenschaftlern, Computerwissenschaftlern, Musiktheoretikern und Komponisten. In seinem Geburtshaus zu sein, das jetzt sein Museum ist, das Instrument zu sehen, auf dem er gespielt hat, seine Partituren persönlich zu sehen, vor allem für jemanden, der schon immer in Beethovens Werk verliebt war, lässt musikalisch die Bedeutung dessen, was wir tun, noch mehr erkennen. Und auch die Unterstützung der Experten des Beethoven-Hauses war wichtig. Denn es gibt schon immer Diskussionen, nachdem wir etwas mit KI machen. Wird es akzeptiert oder nicht? Aber die Unterstützung vom Beethoven-Haus und Experten wie Bob und anderen lässt mich glauben, dass das, was wir tun, in die richtige Richtung geht. Nochmal von vorne, keine Pausen, flüssig. Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Er stammte aus einer Musikerfamilie. Vater und Großvater waren Sänger im kurfürstlichen Orchester. Sein Vater war sehr ehrgeizig. Am liebsten wollte er aus seinem Sohn ein Wunderkind wie Mozart machen. Schon mit 4 Jahren musste der kleine Ludwig permanent Klavier spielen. Oft wurde er nachts zum Üben vom betrunken heimgekommenen Vater ans Klavier gesetzt. Der Vater hatte Ehrgeiz mit seinem Sohn, das kann man sicherlich sagen. Beim ersten öffentlichen Konzert, was Beethoven gegeben hat, von dem wir wissen, mutmaßlich hat es in Bonn früher noch andere gegeben, das war in Köln und da hat der Vater ihn einfach ein Jahr jünger gemacht, als er war. Das ist also ein Zeichen dafür, dass er die Sensationsfreude des Publikums da noch mal bestärken wollte. Es hat natürlich keinen Abbruch getan der Tatsache, dass Beethoven ein interessanter und sehr, sehr früh sehr hochbegabtes Kind war. Also als das Team dann zum ersten Mal zusammenkam, war das an der Harvard University in Boston, Massachusetts. Also sehr weit weg von Bonn, sehr weit weg von Wien, sehr weit weg von Europa. Und das hat uns natürlich total inspiriert in diesem Umfeld, wo wirklich die größten Denker unserer Zeit unterrichten und forschen. Aber vor allen Dingen war es ein Ort, an dem wir frei sein konnten von der Tradition auch. There were a certain number of sketches known, and it was basically deemed to be uncompletable. Es war eine gewisse Anzahl von Skizzen bekannt und als unvollendbar erachtet. Und es reichte einfach nicht aus, weiterzumachen. In den 1980er Jahren wurden dann noch ein paar weitere Skizzen entdeckt. Und das brachte insbesondere Barry Cooper, der diese Skizzen fand, dazu zu glauben, dass zumindest ein Teil der Arbeit abgeschlossen werden könnte. In seinem Fall kam der erste Satz oder die ersten beiden plötzlich in den Bereich einer traditionellen musikwissenschaftlichen Vervollständigung. Man hatte aber immer noch das Gefühl, dass es für die anderen Sätze irgendwie nicht genug Material gab, um weiterzumachen. Nur eine Hülle von Ideen und Themen, die für eine solche musikwissenschaftliche Vollendung des Werkes nicht ausreichend waren. Und ich dachte, dass die KI-Lösung eine wirklich interessante Möglichkeit sei, die Natur dieser Gleichung zu ändern und vielleicht Dinge möglich zu machen, die in der Vergangenheit nicht für möglich gehalten wurden. Das erste Experiment war, kann man dem Computer eine Skizze geben und kann dieser sie im Stil von Beethoven vervollständigen? Also gib mir einfach eine Komposition, ausgehend von dieser Skizze, die eine Melodie im Stil eines Klavierstückes vervollständigt. Das kann ich mir anhören und sagen, ja, es ist Beethoven. Es ist die richtige Struktur. Das war die erste Herausforderung nach Harvard. Wir können durch diese Skizzenbücher von Beethoven
den schöpferischen Prozess nachvollziehen. Gerade das ist für die Algorithmen von Relevanz, dass wir eigentlich sehen können, wie Beethoven gebastelt und durchstrichen und dann weiter eine Fassung. Also sieht man Landsberg 6, das sind die Skizzen zur Eroica. Das Scherzo da, man denkt, der Arme, der hatte von Komponieren keine Ahnung. Das ist ja erbärmlich. Daraus ist das Scherzo der 3. Sinfonie geworden. Also unglaublich, wie er sich gequält hatte, wie er gekämpft hatte. Was ist das für ein Prozess? Also man fasst es nicht. Ja? Und wenn man das als Beispiel, als Tagebuch vor Augen hat und das als Algorithmen etablieren kann, dann kann man sagen, das ist wirklich aufschlussreich. 2, 3 Tage lang haben wir uns eingeschlossen, sind durch alles durchgegangen, was es momentan gibt, was der Topstand der Wissenschaft ist in dem Bereich und sind dann eigentlich mit dem Ergebnis rausgekommen, in dem Team, mit den Leuten, unter den Voraussetzungen, das können wir schaffen. Und das Opus 1 hat er zunächst Variationen für Geige und Klavier geschrieben und hier einer Bonner Freundin Eleonore von Breuning gewidmet, die er auf jeden Fall sehr geschätzt hat. Ob er verliebt war, das wissen wir nicht, aber er hat sie sehr geschätzt. Da war er schon in Wien, er hat ihr das geschickt und man sollte meinen, dass das eine große Hommage ist an Bonn, an seinen Kontext. Und damals dachte er ja auch, dass er nach Bonn zurückkehren würde, nachdem der Unterricht bei Haydn beendet war. Dann hat er offensichtlich gemerkt in Wien, dass ein Opus 1, was einer Bonner jungen Frau gewidmet ist und auch noch Variationen sind auf ganz viele verschiedene Art und Weise, nicht das Stück ist, mit dem man sich sozusagen als Komponist einführt. Und dann hat er kurzerhand dieses Opus 1 wieder rückgängig gemacht und hat die Klaviertrios, die wir heute als Opus 1 kennen, zum Opus 1 gemacht. Beethoven hatte aber in seinem Leben vielen Frauen und Geliebten Werke gewidmet. So etwa die berühmte Mondscheinsonate für seine Klavierschülerin Giulietta Guicciardi. Beethoven und die Frauen. Ein spannendes und auch ein trauriges Kapitel. Denn Beethoven liebte systematisch chancenlos. Er verliebte sich meist in adlige Fräulein, oft seine Klavierschülerinnen, und war dann der Aspirant, der aber sofort natürlich von den Familien wieder des Hauses verwiesen wurde. Und es war im Grunde auch ein Versuch, gegen die Ständegesellschaft anzurennen. Denn er wollte eine Frau, die auch seine Musik verstand, mit der er sich austauschen konnte. Er wollte nicht eine Frau aus dem einfachen Volk. Er merkte doch zunehmend, dass er zwar die richtigen Leute kannte, aber die falschen Frauen liebte. Nämlich solche, die ihm einfach nicht zugedacht waren, nicht zugestanden wurden, muss man sagen. Zudem hatte er ein gewisses Bindungsproblem, würde man jetzt neumodisch sagen. Zur Berlinale 2020 wurde Beethoven XKI der Welt vorgestellt. Warum sollte man sich auf dieses Experiment einlassen? Was bedeutet künstliche Intelligenz und wie ist die Mensch-Maschine-Beziehung in diesem Projekt? Das, was jetzt mit dem Beethoven-Projekt auf den Weg gebracht ist der erste Versuch, seriös mit künstlicher Intelligenz und all ihren verschiedenen Möglichkeiten umzugehen. Als Mensch, wenn du mit diesen Ideen von Beethoven konfrontiert bist und sie weiterführst, bringst du sehr viel von dir selber mit rein. Und das ist für uns Menschen unmöglich, das eigentlich abzuschalten. Und der Computer kennt dieses Konzept nicht, der hat keinen eigenen Stil, er kennt nur den Stil von Beethoven. Und das war unser Ansatz. Also wir wollten eigentlich schauen, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, was können wir dann erreichen, das ohne die Maschine nicht geht. Und die künstliche Intelligenz ist sozusagen unsere Schöpfung, unsere
eingeschränkte Kompetenz, mit Daten umzugehen, zu kompensieren durch intelligente Modelle. Als wir die Pressekonferenz durchgeführt haben, gab es die Idee, dass wir schon mal ein kleines bisschen von der Musik präsentieren. Und wir haben eine Skizze von Beethoven genommen, die weiter komponieren lassen und das dann für Streichquartett plus Klavier orchestrieren lassen. Und es war sehr schön für uns zu sehen, dass selbst die Musiker nicht sagen konnten, wo die Skizze aufhört und wo die KI anfängt. Und wir haben das dann auch ausprobiert bei verschiedenen Vorträgen und das Publikum immer mitspielen lassen. Können Sie erkennen, wo das ist? Und es war eigentlich so, es waren 12 Sekunden Beethoven und dann 3 Minuten KI und haben die wenigsten gewusst, wo, eigentlich keiner. Ich glaube, dass diese Arbeit hier von herausragender Bedeutung ist, weit über das Projekt hinaus. Es ist eine Erhellung dessen, was in Zukunft kommt. Erstmal ist Beethoven natürlich eine geniale Figur, um uns allen Mut zu machen. Seine körperlichen Einschränkungen, ja, sein Leiden, ja, war für ihn immer Grundlage weiterer Anstrengungen, weiterer Bemühungen, auf einem bestimmten Niveau zu bleiben. Und das hat er noch getoppt. Heute weiß man, dass Beethoven Zeit seines Lebens sehr krank war und schreckliche Beschwerden hatte. Man kann sagen, dass er in seiner Musik das Leiden diskutiert, das so sehr zum menschlichen Leben gehört. Er kannte Kummer nicht nur aus der Poesie, sondern von seinem eigenen Schmerz und der Taubheit. Ich glaube, für Beethoven war natürlich die Ertaubung das große Drama, das ihn noch mal sehr stark beeinflusst hat. Er hat immer mit seinem Schicksal gehadert. Er hatte eine extrem unglückliche Kindheit, vom Vater dressiert zum Wunderkind. Er hat wenig Zuspruch gefunden und er hat sein Ventil dann im Fantasieren, in der Improvisation gefunden, was glücklicherweise für sein Komponieren dann die eigentlich Vitalitätsspritze war. Aber als er die ersten Symptome spürte, hat er sofort an Suizid gedacht. Das heißt, er war ein extrem gefährdeter Mensch, psychisch sehr labil, unfähig, sichere Bindungen herzustellen. Und dieses Hadern hat noch mal seine misanthropische Art sehr stark gefördert, hat aber auch seinen Kampfeswillen herausgefordert. Man nennt ja die 5. Symphonie die Schicksalssymphonie. Und er soll dazu gesagt haben, so klopft das Schicksal an die Pforte. Mit der Schwerhörigkeit hörte eine Phase in seinem Leben auf und etwas ganz Neues begann. Er entwickelt eine nie dagewesene Orchestersprache und sprengt den Rahmen der symphonischen Komposition. Jetzt haben wir es geschafft, der AI beizubringen, was ist ein Thema, wie kann ein Thema verarbeitet werden, weil Beethoven ist das ist alles, das ist ein Motiv und das kommt immer wieder. In der 5. Symphonie, ich glaube, in den ersten 2 Minuten ist es 60 Mal, aber es wird nie Fahrt. Und da liegt das Genie und das haben wir der AI beibringen können. Also die AI selber ist irrsinnig geschwind. Die rechnet dir 1000 Stücke über eine Nacht, wenn du aufwachst, hast du das. Das Aufwendige ist das Vorbereiten. Wie arbeiten wir mit AI, dass die genau weiß, was sie tun soll. Da gibt es diesen sehr interessanten, wie ich finde, Dialog zwischen Menschen und Maschine, wenn man so will. Zwischen der menschlichen Seite und der automatischen Seite. Und ich denke, dass es tatsächlich ziemlich eng damit zusammenhängt, wie manche Leute Musik komponieren. Nehmen Sie eine Idee, erweitern Sie die Idee, ändern Sie Ihre Meinung, gehen Sie zurück, schreiben Sie 10 verschiedene Ideen, wie Sie in diesem Moment weitermachen könnten und wählen Sie dann diejenige aus, die wirklich für das funktioniert, was Sie damit erreichen möchten. Es war also ein sehr interessanter Prozess, den menschlichen kompositorischen Schaffensakt nachzuahmen und gleichzeitig bestimmte Aufgaben explizit an den Computer zu delegieren, um ihn zu unterstützen. Die AI selber ist unbefleckt und ich will nicht dumm sagen, aber sie kann nichts. Aber wir müssen festlegen, was gemacht wird. Und das Tolle war, also der Ahmed immer gesagt, er will nie Constraints, also nie Verbote hineingeben. Er will immer nur inspirieren, was ein wunderschöner, kreativer Moment ist.
dass wir nie der AI etwas verboten haben. Es war immer nur, mach etwas so wie das, sei inspiriert. Jetzt kriegen wir ein Pfeil raus, dass MIDI am Klavier spielbar ist. Und da haben wir jetzt der AI gelernt, wie man von Liszt-Transkriptionen der Symphonien die Symphonie vergleichen kann. Und es war sehr interessant. Da waren natürlich Dinge am Anfang, wo dann plötzlich die Flöten die Tuba-Spuren gespielt hätten und umgekehrt. Und das war wirklich ein großer Lernprozess. Aber es war dann immer besser und besser. Und wir haben das zusammenfügen können, dass es wirkliche Musik wird für die Musiker. Und so mussten die musikalischen Zwischenstände immer wieder angehört werden, am besten mit Musikern probiert, um die Spielbarkeit der kuratierten Partitur zu überprüfen. Ich muss gestehen, meine Skepsis hat zunächst überwogen, weil Beethoven ja anders als Haydn oder Mozart nicht so einen erkennbaren Personalstil hat. Wenn Sie im Radio klassische Musik hören, Sie sagen sofort, ach, das ist ein Mozart, das ist ein Haydn, ein Pachelbel. Man hört das. Bei Beethoven heißt es ja immer, expect the unexpectable. Das heißt, auch die Symphonien unterscheiden sich so eklatant, dass man eigentlich nicht sagen kann, das ist sein symphonischer Stil. Und die Herausforderung war natürlich, gerade dieses Überraschungsmoment, diese Selbstüberschreitung und Selbstentgrenzung jetzt noch einmal in der 10., wenn man sie vollendet, zu reproduzieren. Beethoven besaß von seinem Frühwerk hin bis zu seinen letzten Kompositionen einen unaufhaltsamen Drang, der ihn immer wieder dazu trieb, über die Grenzen der Tradition hinauszublicken und neue musikalische Impulse im Stil und Aufbau, in der Harmonie und im Ausdruck zu finden. Er war revolutionär, visionär und kosmopolit. Er steckte voller Fantasie und musikalischer Ideen. Er war schwermütig, mutig und leidenschaftlich. Er hat von Kindheit an ein Leben gelebt, das kaum intensiver hätte sein können. Beethoven, das können wir jetzt mit Sicherheit sagen, war ein Mensch der Moderne. Der Beethoven war ein absoluter Visionär, weil er hat das Größte, was möglich ist, geleistet, und das ist noch größer als sein Genie. Das war sozusagen schlimmste Erkrankungen, schlimmste Anstrengungen, ja, durch eigene Willenskraft zu überwinden und daraus noch Schöpfertum zu gewährleisten. Das ist ein absolutes Vorbild, das ist ein Modell. Alles andere ist Vermutung. Ja? Wir müssen vermuten dürfen, dass ein Mann, der so denkt, natürlich Maschinen in Anspruch genommen hätte, die ihm das Hören wieder zugänglich gemacht werden. Natürlich hätte der Hörgeräte, die heute zur Verfügung stehen, genommen und hätte im normalen Sinne unversehrt weitergearbeitet. Ob er die Genialität und Tiefe seines Schöpfertums damit hätte herstellen können, wage ich zu bezweifeln, aber ist völlig müßig. Kann jeder, der befragt wird, das Gegenteil behaupten. Ja? Also wir kommen hier auf unsicheres Geläuf, und dieses unsichere Geläuf, das ist das Humane. Das sind wir, und das ist nicht digitalisierbar. Also lassen wir die künstliche Intelligenz als eine Plattform des Lernens, der Auseinandersetzung nutzen, und das ist sie auch. Ich bin natürlich total aufgeregt jetzt. Das erste Mal mit dem Orchester das zu hören, ist immer was Besonderes. Man gibt sich ja vorher schon Mühe mit den Audio-Interfaces und so, aber das ist nicht dasselbe wie ein großes Orchester, das jetzt diese Noten spielt. Es ist ja vor allen Dingen ein spannender Moment, weil jetzt das erste Mal sozusagen die Maschine auf den Menschen trifft. Wir haben über die letzten paar Wochen zusammen mit Wladimir sehr gefeilt an Dynamik und die Emotion des Werkes, weil die liegt jetzt in der Hand vom Dirigenten und er macht, dass es wirklich diese Weite kriegt. Endlich konnten die ersten Orchesteraufnahmen in der Synchronhalle Wien durchgeführt werden.
Moment, das erste Mal das hier in dieser tollen Halle zu hören, war einfach wirklich Gänsehaut und Tränen. Und vor allem in der Partitik-Sektion, die im 4. Satz ist, es ist einfach, das ist so viel Gefühl da drin und die Musiker haben so viel gebracht und der Wladimir, der Dirigent, hat so viel dazugegeben, dass es einfach überwältigend ist. Ich bin sprachlos, ich sollte einfach nichts sagen jetzt. Beethovens Pathetik, die Klaviersonate Nummer 8, ist eine seiner schönsten Melodien und schaffte es auch in die globalen Popcharts. Billy Joel, ein glühender Verehrer des Meisters, verwendete das Adagio-Thema in einem seiner größten Hits. Yeah, the Pathetique was, it's so beautiful. Dieses Thema der Pathetik ist so schön. Und ich bin überrascht, dass es nicht auch von anderen Künstlern auf ihre Art interpretiert wurde. Es ist so melodisch. Es kann auf viele verschiedene Arten interpretiert werden. Und die Leute beschuldigten mich, es gestohlen zu haben. Aber ich sagte, ich habe es nicht gestohlen. Ich habe ihn auf dem Albumcover erwähnt. Da steht LV Beethoven. Ich wollte, dass er die Anerkennung hat, weil ich glaube, dass das eine der besten Melodien ist, die jemals geschrieben wurde. Man darf natürlich wagen, Dinge zu machen, die bei Beethoven selten vorkommen. Das Zitat der Sonate Pathétique in dieser Fassung der 10. Sinfonie ist eher unwahrscheinlich, würde man sagen. Wie oft kehrt Beethoven in der späten Periode zu Werken seiner Anfangszeit? Es ist nicht undenkbar, aber es ist nicht typisch von Beethoven. Und da kommt immer wieder die Frage, natürlich macht man nur das, was Beethoven 2000 Mal gemacht hat, dann ist das Werk uninteressant, weil es keine Identität hat. My father was a classically trained pianist. Mein Vater war ein klassisch ausgebildeter Pianist und spielte Beethoven-Sonaten auf dem Klavier. Ich glaube, ich fühle diese Musik heute nicht anders als Kind. Wenn ich Beethoven höre, habe ich die gleiche emotionale Reaktion. Als Kind wusste ich nicht, wie ich das verarbeiten sollte. Es war sehr emotional, es war sehr bewegend. Ich wusste, es war etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich wusste nicht warum. Ich wusste nicht, was das mit mir machte. Aber jetzt, nachdem ich älter bin, versuchte ich es zu intellektualisieren, aber es gelingt mir nicht. Es ist rein emotional. It's purely emotional. There's something in the architecture. Es gibt etwas in der Architektur oder dem Ambiente Wiens, das ihn greifbar erscheinen lässt. Ich kann mir vorstellen, wie er durch die Straßen ging, an eine Melodie oder an Akkorde oder an ein Konzert dachte. Thinking of a concerto. Beethovens Musik bewegt die Hebel der Furcht, des Schauers, des Entsetzens, des Schmerzes und erweckt eben jene unendliche Sehnsucht, welche das Wesen der Romantik ist, schrieb der beseelte E.T.A. Hoffmann 1810, nicht wissend, wie sehr der große Meister mit seinem Schicksal haderte.
Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, hielt mich zurück, schrieb Beethoven 1802 in seinem Testament. So schön ist das Leben, aber bei mir ist es für immer vergiftet. Ich erinnere mich, als ich Klaviersonaten lernte und als ich Mozart lernte und meine Mutter im Nebenzimmer zuhörte. Da konnte ich manchmal Mozart vortäuschen. Und meine Mutter würde sagen, oh, das ist ziemlich gut, das ist Mozart, oder? Ja, ja. Aber ich konnte Beethoven nicht vortäuschen, weil er für jemanden in meinem Alter zu komplex war. Beethoven war nicht nur der beste Pianist seiner Zeit. Seine komplexen Klaviersonaten beschäftigen Interpreten oft ihr ganzes Leben lang. Also die Sturmsonate begleitet mich tatsächlich inzwischen seit fast 3 Jahrzehnten, kann ich sagen. Es war eine auch der ersten Sonaten, die ich gelernt habe. Und das Stück entwickelt sich gefühlt jedes Mal weiter, wenn ich es spiele. Es ist eben eine dieser ganz untypischen Formen, die er gewählt hat. Also die klassische Sonate, die mit einem schnellen Satz beginnt, einen langsamen Satz in der Mitte hat, manchmal einen dritten Satz und dann einen virtuosen Schlusssatz, bricht er gleich von Anfang an, weil die Sturmsonate beginnt mit einem Adagio und geht dann ins Allegro, aber fällt immer wieder zurück in eine Art meditative Ruhe und Stille, die dann aber wieder zu einem unglaublichen Ausbruch führt. Es ist durchgehend in Sechzehnteln geschrieben und hat so viel Energie, aber trotzdem auch zwischendurch wieder so viel Ruhe. Das ist höchste Herausforderung. Immer wieder aufs Neue, obwohl ich das Stück so oft gespielt habe. Aber ich merke auch, dass auch am Ende, da es im Pianissimo endet und nicht mit einem großen Knall, dass es auch diese Unheimlichkeit hat, die auch in Beethovens Musik immer wieder zum Vorschein kommt. Dass man wirklich gebannt ist von dieser Musik. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für den Ausführenden, sondern auch für den Zuhörer. In mürrischer Stimmung kam Ludwig van Beethoven an einem Vormittag des Jahres 1822 einer lange vorgetragenen Bitte seines ehemaligen Schülers Carl Czerny nach. Er empfing einen 11-jährigen Knaben, der seinerseits wiederum Unterricht bei Czerny hatte, Franz Liszt, der sogleich für Elise vorspielte, was den Pianisten Beethoven wenig begeisterte. Spielt er nur für Elise? Aber dann zeigte das Wunderkind Liszt, was in ihm steckte. Je länger der Junge spielte, umso mehr hellte sich die Miene Beethovens auf. Obwohl er pure Abneigung gegen Wunderkinder hatte, hörte er mit zunehmender Begeisterung zu. Es sollte, so Liszt später, dieser große Moment, den er in seiner Kindheit erlebt hatte, für ewig in seiner Seele widerhallen. Er schrieb, dies war der stolzeste Moment in meinem Leben, die Einweihung meines Künstlerlebens. Also Beethoven, nach meinem Kenntnisstand, war ja ohnehin eher ein Mensch, der sich ungerne in Gesellschaften begeben hat, grundsätzlich. Und er wollte auch nicht bei Gesellschaften spielen, obwohl er darum gebeten wurde. Er hat sich sehr gesträubt dagegen.
Aber wenn er es dann gemacht hat, so kann ich es mir vorstellen, und das passt auch in mein Beethoven-Bild, dann hat er gesagt, gut, wenn ich es mache, dann aber richtig, dann zeige ich es euch. Und dann hat er alles denen abverlangt, beim Zuhören, aber auch, wenn es darum ging, gegen andere jetzt im Sinne eines Klavierduells anzutreten. Beethoven spielt Beethoven. Wie gern wären wir einmal dabei gewesen. Da natürlich keine Aufnahmen verfügbar sind, wird das für immer ein schöner Traum bleiben. Aber haben wir nicht doch eine Chance, uns zumindest ein indirektes Bild von einer Beethoven-Aufführung zu machen? Klavierstudentinnen aus Improvisationsklassen treten heute noch zu Duellen an, ähnlich den Rap-Battles oder Poetry Slams. Und da schenkt man sich nichts. Wie damals, als Beethoven alle seine Gegner pianistisch vernichtete und damit viel Geld verdiente, obwohl er es eigentlich hasste. Er hat ja etwas von einem Rockstar seiner Zeit. Schwierige Kindheit, ungebärdiges Auftreten, rebellisches Künstlertum, alle reißen sich um ihn. Und damit hat er sich ja auch als Außenseiter, aber als geschätzter Außenseiter positioniert. Und für den Wiener Adel war er wie so eine Trophäe, mit der man sich schmückte. Der war so ein bisschen wie ein exotisches Tier, das man sich hielt. Also man wusste nie genau, was macht er jetzt wieder. Aber er hat auch Grenzen gehabt. Es gibt eine berühmte Szene mit einem seiner wichtigsten Mäzene, Fürst Lichnowsky, der ihn wieder und wieder bat, quasi als musikalisches Dessert nach einer Soiree aufzutreten. Und nachdem er sich 3-mal geweigert hatte, ist der Fürst über ihn hergefallen. Es kam wirklich zu einem Handgemenge, zu einer handfesten Prügelei, zu einer Verfolgungsjagd quer durchs Schloss. Und schließlich trat Lichnowsky die Tür seines Zimmers ein. Und nur weil ein Graf Oppersdorf dazwischen ging, wurde Schlimmstes verhindert. Aber anschließend fuhr Beethoven wutentbrannt nach Hause, nach Wien, und hat erstmal eine Büste des Fürsten zertrümmert und dann eben diese berühmten Sätze geschrieben. Fürst, was Sie sind Sie nur durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich nur durch mich. Fürsten wird es Tausende noch geben, ein Beethoven gibt es nur einmal. (1822) schrieb Beethoven bereits das 7. Jahr an 2 Sinfonien, der 9. und der 10. Obwohl die Absicht der Vertonung von Schillers Hymne fast das ganze Leben Beethovens begleitete, hat er sich erst relativ spät entschieden, die Verse im Finale der 9. Sinfonie zu verwenden. Die ewigen Wiederholungen des Freudethemas mit seinem schrecklichen Gesang wurde immer mehr zum Gespött der Nachbarn. Was soll das? Da! Sein Ärger war jedoch schnell verflogen. Hörte er doch in seinem Innersten bereits die Musik, die 2 Jahre später ganz Wien begeistern und beseelen sollte. Jetzt stellt man sich vor, 1824, wo Musiker das zum ersten Mal gesehen haben, zum ersten Mal gespielt haben, mit einem dirigierenden Beethoven, der sehr wenig gehört hat, mit einem Orchester, wo 3 Subdirigenten oder 2 Subdirigenten war. Also muss ich das alles irgendwie vorstellen. Ich glaube, nachher ist man schon bewusst geworden, dass man ein Orchester braucht, das das spielen kann. Und ich glaube schon, dass 1842 bei der Gründung, dadurch, dass auch Gründungsmitglieder bei dem Konzert gespielt haben, 1824, dadurch, dass Musiker ihn persönlich gekannt haben,
kann ich sogar so weit gehen, ich würde sagen, der Beethoven ist im DNA der Wiener Philharmoniker drinnen. Und ich glaube, der Ritterschlag für die Wiener Philharmoniker war eine Aufführung der 9. Beethoven. Weil da wollten sie sich messen, da wollte man schauen, können die das? Und daher haben wir also gerade zur 9., aber zu allen Beethoven-Symphonien eigentlich ein ganz unglaubliches Verhältnis. Eine der größten, spannendsten Fragen des Projektes ist, wie innovativ soll das Werk sein? Beethoven selber war ja immer aufregend, er war ein Rebell, er hat immer was Neues gemacht. Wie können wir überraschen, ein paar hundert Jahre nachdem er das geschrieben hätte und einen ähnlichen Effekt erreichen? Es wäre natürlich dumm, jetzt einen Stil, der jetzt entstanden ist, da hineinzubringen oder Synthesizer spielen zu lassen und Schlagzeug und Elektrogitarren. Das würde sicher ein Aufsehen erregen, aber ich glaube nicht, dass das respektvoll und gut wäre. Und da hatte ich dann die Idee, eine Orgel hineinzunehmen. In seinem Leben wurde immer spiritueller. Ich denke, er hat gespürt, dass er bald sterben wird und an andere Orte gedacht, sagen wir das so. Und die Orgel ist sicher ein Instrument, das ganz neuartig gewesen wäre da, genauso neu wie der Chor, den er in der 9. verwendet hat. Plausibel, er ist oft am Stephansdom vorbeigegangen, hat es vielleicht als letztes Instrument noch gespürt und er hat einige Notizen gemacht, dass es in Kirchentonarten komponiert werden sollte. Also fühlt sich das für mich sehr authentisch an. Within classical music, I leave myself out of this. Innerhalb der klassischen Musik, aber ich nehme mich davon aus, erkennt man eindeutig einen Konservatismus, nämlich dass die Menschen heute noch in gewisser Weise Angst vor Technologie haben oder sogar vor elektronischer Verstärkung. Und wenn sie keine Angst davor haben, dann haben sie zumindest Vorbehalte. Das kenne ich aus meiner Arbeit mit meiner digitalen Orgel. Man sieht, dass es in der klassischen Musik eine Art Technophobie gibt, die noch viele, viele Jahre anhalten wird. In diesem Sinne ist ein Projekt wie dieses sehr hilfreich, da es die Menschen im Grunde genommen dazu zwingt, sich der Präsenz von KI, wenn nicht sogar ihrer Fähigkeit zu stellen. Der Maßstab für KI wird sein, ob sie in der Lage ist, gute Musik zu machen. Ist es in der Lage, überhaupt Musik zu machen? Das sind aus meiner Sicht die ungeklärten Fragen. Der Arbeitsprozess war so intensiv und aufwendig, dass ich zum Glück eigentlich nie Zeit gehabt habe, nervös zu werden. Jetzt als ein Nicht-Genie einen Geniestreich zu versuchen, ist sehr aufwendig. Und Beethoven hat 3 bis 5 Jahre an einer Symphonie geschrieben. Wir wollten nach einem Jahr das aufführen. Und insofern kam Covid recht gelegen und hat uns wirklich geholfen, viel tiefer zu gehen und viel interessanter zu werden. Nachdem sich Menschen dran gemacht haben, diese errechnete Fassung in eine Form zu gießen, Instrumentation,
verfeinert haben, Strukturen verändert haben, finden wir ein Ergebnis vor, was das Zusammenspiel aus Maschine und Mensch beschreibt. Aber nicht das Abgeben der kompletten Handlungsfreiheit an eine Maschine. Am Ende des Projektes entsteht eine mögliche Version der Unvollendeten. Ob sie Beethoven selbst so komponiert hätte, was er davon halten würde, werden wir nie erfahren. Aber Millionen Menschen können es hören und gemeinsam erleben. Was für ein Tag. Heute ist es soweit, endlich. 2 Jahre und eigentlich 143 noch dazu hat es gedauert, bis wir hier sein dürfen. Ich freue mich riesig. In 6 Stunden geht's los. Ich bin natürlich freudig erregt, auch ein bisschen aufgeregt, aber ich weiß, es wird super laufen und deswegen freue ich mich einfach total auf den Abend. Uraufführungen sind immer eine Herausforderung, wenn Menschen etwas Neues zum ersten Mal hören, selbst wenn es vertraut klingt. So kämpfte auch Beethoven bei seinen Uraufführungen oft mit Akzeptanz. Hatte er doch radikal mit dem Barock gebrochen und das war nicht immer einfach für das Publikum seiner Zeit, seine damals ganz neue Musik zu verstehen. Hier auf die Pauke. Vielen Dank. Der letzte Schritt ist der, wenn es tatsächlich von Musikern realisiert wird und sie diese Partitur spielen und dem Werk eine ganz andere Ebene hinzufügen. Wow, das ist immer ein wunderbarer Moment und dafür tun wir das alles. Also wir wollten natürlich einerseits Grenzen auch von dem, was möglich ist, verschieben. Und wir wollten ein Stück weit mehr möglich machen, als vor einem Jahr noch möglich war. In der Kunst geht man immer davon aus, dass man sagt, das Meisterwerk, so muss es sein und nicht anders. Aber in den letzten 100 Jahren hat sich das auch geändert. Und man spricht von einem offenen Kunstwerk, man spricht davon, dass Dinge sich weiterentwickeln können, nachdem sie abgeschlossen wurden. Deswegen ist es für uns auch überhaupt kein Problem, dass es andere Varianten der 10. Symphonie schon gibt und auch noch viele andere geben wird. Weil wir müssen nicht sagen, das ist die definitive Version. Es ist eine Version, wie man sie sich vorstellen kann. In Hamburg in der Elbphilharmonie wurde Beethovens 10. KI das erste Mal öffentlich konzertiert. Der erste Schritt der globalen Verbreitung eines neuen, so noch nie geschaffenen Werkes. Diese Auseinandersetzung, diese Denkweise, dieser Austausch ist längst nicht zu Ende. Jeder Versuch ist vorläufig. Und ich bin gespannt, ob das Projekt jetzt, also sagen wir, zur Seite geschoben wird bis auf Weiteres. Oder ob das eigentlich eine permanente Weiterentwicklung anbietet, wo eigentlich wir, währenddessen wir an das Projekt basteln, unendlich viel lernen. Wenn man, wie lange war es jetzt, 2,5 Jahre an so einem Projekt arbeitet,
man am Anfang nicht weiß, was am Ende bei rauskommt und man dann am Ende ein Ergebnis hört, was sich nach Beethoven anhört, was gefällt, was begeistert. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich Gänsehaut gehabt, weil das Ergebnis ist so viel besser geworden, als ich selbst erwartet habe. Mit der Schaffung des 3. und 4. Satzes der unvollendeten 10. Symphonie durch eine künstliche Intelligenz erleben wir Beethoven nach rund 200 Jahren neu und können irgendwie nachempfinden, wie er sich gefühlt haben muss. Damals, 1824, im Theater an der Wien.